herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Cuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ein ganz besonderes Video, denn wir schauen uns mal an, was isst ein Kubaner so am Tag. Also von daher fangen wir an mit dem Frühstück. Zum Frühstück isst man ja im Normalfall, oder viele Kubaner besser gesagt, wenn es Brötchen gibt, dann Brötchen mit etwas Öl und Salz drauf. Eine andere Möglichkeit wäre auch mit Ei, sofern es Eier gibt. Wir haben jetzt hier an der Stelle ja einmal ein Brötchen mit Ei vorbereitet, also Rührei, und einmal ein Brötchen mit Öl und Salz. Ich habe hier auch ja, frisch kubanische Brötchen gemacht, also selbst gemacht. Ich verlinke euch das mal. Und ja, also ich verlinke euch jetzt deswegen, weil ich schon mal ein Video dazu gemacht habe. Ist aber schon ein Weilchen her. Und ja, wir starten mit dem Brötchen mit Ei und danach gibt es das Brötchen mit Öl. Und dann guten Hunger. Natürlich darf der Kaffee auch nicht fehlen. So, das war das Frühstück, war ganz gut. Ich muss sagen, wenn ich in Kuba bin, dann versuche ich immer irgendwie an Eier ranzukommen. Denn ein Ei zum Frühstück gekocht oder als Spiegelei oder Rührei ist eher mein Ding als ja, Öl mit Salz. Wobei man jetzt auch sagen muss, Öl mit Salz, gut, das Öl ist natürlich Fett, deswegen Geschmacksträger, und Salz, das peppt das Ganze noch ein bisschen auf. Also letztendlich hat es auch nicht schlecht geschmeckt. Ja, und ja, jeder, der vielleicht schon mal in Kuba war und nicht nur irgendwie im Hotel unterwegs war, sondern vielleicht auch bei der Familie irgendwo, der kennt das sicherlich auch. Ne? Also einfach mit etwas Öl und Salz, um das Ganze noch mal ein bisschen Geschmack zu geben. Ja, wir sehen uns beim nächsten Essen, nämlich dem Mittag. Und weiter geht's mit dem Mittagessen. Hier haben wir eine Potaje mit ja, weißen Reis und ein Spiegelei. Eine typische Mahlzeit zum Mittag in Kuba. Guten Appetit! Ja, das war die kubanische Bohnensuppe, also die Potaje. Sehr nahrhaft, sehr lecker, und ja, das gibt es sozusagen doch des Öfteren in kubanischen Familien zum Mittag. Und wie gesagt, sehr lecker, sehr empfehlenswert. Wir sehen uns zum Abendbrot das nächste Mal. Mal schauen, was es gibt. Beziehungsweise davor gibt es vielleicht noch einen kleinen Snack. Ja, der kleine Snack, wie gerade schon versprochen. Turrón de Maní Molido. Relativ einfach herzustellen. Und ja, wer Erdnüsse mag, wird die Dinger lieben. Ja, und da sind wir nun beim Abendbrot. Bistec de res und Chicharitas. So heißen ja, Rindfleisch und Kochbananen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch natürlich. Dazu weißen Reis und ja, einen Tomatensalat. Relativ einfach, aber auch sehr bekömmlich. Ja, guten Appetit! Ja, das war sehr lecker. Ihr könnt das gerne mal nachmachen. Vielleicht mache ich dazu auch mal ein Video hinsichtlich dem Gericht an sich. Ja, ja, das heutige Video sollte einfach nur ein paar ja, Gerichte zeigen, die halt ein Kubaner so im Alltag zu sich nimmt oder zu nehmen kann. Das soll tatsächlich nur exemplarisch sein. Natürlich kann auch alles komplett anders sein.
Ich kenne es aus meiner Familie und auch aus der Familie meiner Frau entsprechend so. Ja, gerade zum Abendbrot hin kann es natürlich auch was komplett anderes sein. Ne? Also gerade Rindfleisch kriegt man eher seltener. Es wird dann eher Hühnchen oder halt Schwein sein, wenn es dann überhaupt in Richtung Fleisch geht. Ja, aber wie gesagt, so soll es erstmal sein. War, wie gesagt, sehr lecker. Und ich habe euch tatsächlich immer wieder mal nach den entsprechenden Gerichten gezeigt, was die vorherigen Preise waren und wie aktuell die Preise aussehen. Ihr habt gesehen, diese sind stark gestiegen. Also auch da muss man jetzt sagen, die Ernährung sieht wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt doch eher anders aus, als sie ja noch vor ein paar Monaten ausgesehen hat. Ja gut, das soll es soweit sein. Wenn ihr euch das, ja, wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben und wer es noch nicht getan hat, gerne auch meinen Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, saludos, ciao.